Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr den Shadowban auf TikTok wieder loswerden könnt, wenn ihr diesem zum Opfer gefallen seid. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Da TikTok vor allem bei jungen Usern sehr beliebt ist TikTok sehr vorsichtig bei der Ausstrahlung des Contents. Daher prüfen sie ganz genau, ob der Content auf der Plattform auch family-friendly ist. Es kann vorkommen, dass User bei einem vermeintlichen Verstoß gegen ihre Richtlinien mit einem Shadowban bestraft werden. Das heißt, dass ein User nicht direkt von der Plattform geschmissen wird, sondern die Reichweite des Users für eine gewisse Zeit eingeschränkt wird. Der eingeschränkte User bekommt jedoch eine zweite Chance, in der er zeigen kann, dass solch ein Verstoß nicht erneut geschehen wird. Wenn er sich bewährt, ist TikTok bereit, den Content des Users wieder an ein größeres Publikum auszustrahlen. Wenn ihr einen Shadowban habt und ihn wieder loswerden möchtet, solltet ihr als erstes überprüfen, ob ihr überhaupt ein Kandidat für einen Shadowban seid. Schaut nach, ob ihr einen Verstoß bei euch finden könnt. In vielen Fällen denken die User nämlich nur, dass der Shadowban für die wenige Reichweite verantwortlich ist, wobei es in 90% der Fällen am Content selbst liegt. Denn wenn Content direkt nach der Ausstrahlung nicht gut genug bei anderen Usern ankommt, strahlt TikTok diesen nicht weiter aus. Tag für Tag verzeichnet TikTok neue User auf ihrer Plattform. Der Wettbewerb wird also immer stärker. Versucht in dem Fall eine Zeit lang mal etwas Neues oder nimmt an Challenges teil. Wenn ihr aber ein Kandidat für den Shadowban seid, dann könnt ihr folgende Schritte tun, um diesen wieder loszuwerden. Schritt 1. Löscht die Inhalte, die gegen die Richtlinien verstoßen und begeht keine weiteren Verstöße mehr. Selbst wenn ihr auch nur aus Versehen einen Verstoß begangen habt, dann achtet darauf, dass ihr diesen nicht wieder begeht. Wenn TikTok bemerkt, dass ihr aus eurem Fehler gelernt habt, dann werden sie den Shadowban nach ca. 14 Tagen wieder aufheben. Dafür müsst ihr euch jedoch beweisen. Schritt 2. Löscht euren TikTok-Cache und versucht die App zu löschen und nach ein paar Stunden wieder neu zu downloaden. Schritt 3. Macht trotz niedrigem Engagement weiter. Postet regelmäßig wie bisher und zeigt TikTok, dass ihr weiterhin auf der Plattform aktiv seid und guten Content für User der App zur Verfügung stellt. Gebt euch bei diesem Schritt besonders Mühe. So beweist ihr TikTok, dass sie von euch profitieren werden. Wenn ihr diese Anweisungen befolgt, könnt ihr nur warten, bis wieder Normalität einkehrt. Informiert euch in der Zeit am besten, welche Richtlinien TikTok hat, damit ihr in Zukunft nicht wieder einen Verstoß begeht. Wir hoffen, dass ihr mit Hilfe dieses Videos den Shadowban auf TikTok loswerden könnt und weiterhin erfolgreich auf der Plattform durchstartet. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Tipps mehr von uns zu verpassen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet euch bei den Experten von eBakery. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.